Hallo ihr Lieben, heute gibt es von mir einen unglaublich saftigen Schokoladenkuchen. Und wenn ich unglaublich sage, dann meine ich das auch so. Und dazu hat er eine ganz leichte Note aus Zimt und Bananen und schmecken tut er auch richtig gut, wie gerade zu sehen. Und ich zeige dir das Rezept. Die Zutaten sind Mehl, Sahne, Eier, Zucker, Butter, Salz, Zimt, Kakaopulver, Bananen, sehr reife Bananen, Backpulver, Vanillezucker und Schokolade. Dann lass uns mal loslegen. Im ersten Schritt kommt die Butter in eine Schüssel und der Zucker hinzu. Das Ganze wird dann einmal so gemischt, dass sich die Butter und der Zucker zu einer einheitlichen Masse verbunden haben. Du kannst natürlich das Ganze auch mit einem Handrührgerät zusammenmixen, aber das Ganze ist gar nicht nötig. Das funktioniert auch so wunderbar. Und alle Mengenangaben schreibe ich dir wie immer unten in die Beschreibung. Dann kommen die Eier in die Masse. Da kannst du dann einen Schneebesen benutzen oder halt die Maschine. Das Ganze wird dann gut umgerührt. Bis die Masse dann ungefähr so ausschaut. Dann werden die Bananen, also einmal mit einer Gabel zerdrückt. Und ich benutze hier Bananen, die schon übergereift sind. Und da schmeckt der Kuchen dann besonders gut. So, wenn dann die Bananen gut zerdrückt worden sind, kommen sie dann mit in den Teig. Und das Ganze wird dann einmal gut umgerührt. Dann kommen die trockenen Zutaten, am besten mit einem Sieb, dann hat man auch keine Klümpchen im Teig. Also halt Mehl, Kakao, Zimt, Salz, Backpulver und Vanillezucker. Und das Ganze wird dann in die Masse gesiebt. Und dann ist schon fast der Teig fertig. Also es geht wirklich sehr schnell. Das Ganze wird dann nochmal gut umgerührt, bis es eine einheitliche Masse wird. Dann kommt die Sahne hinzu. Dann wird das Ganze nochmal gut umgerührt. Und so ist das Ganze schon fast fertig. Falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann vergiss mir nicht einen Daumen nach oben dazulassen. Und falls du neu bist auf meinem Kanal, dann gerne ein Abo. So, jetzt kommt der interessante Teil, nämlich die Schokolade. Ich benutze in dem Rezept nicht viel Schokolade, also ungefähr müssten das 100 Gramm sein.
Du kannst natürlich gerne, wenn du es noch schokoladiger haben möchtest, mehr benutzen. Das macht dem Teig überhaupt nichts aus. Und ja, dann wird die Schokolade schön klein geschnitten. Also nicht zu klein, sollen schon gute Stücke sein, damit man sie auch, wenn der Kuchen dann fertig ist, damit man das dann auch im Kuchen merkt. Ungefähr die Größe. Das Ganze wird dann zum Teig hinzugegeben und das Ganze wird nochmal umgerührt. Dann wird der Backofen vorgeheizt, wenn die Masse dann fertig ist, auf 180 Grad Umluft. So, dann brauchst du eine normale Form, also Kuchenform. Ich hatte leider zu Hause nur noch wo ich mein Toastbrot backe. Die ist ein bisschen höher als die normalen Kuchenforms, die so länglich sind. Aber das funktioniert auch wunderbar. Die Masse wird dann dort hineingefüllt, natürlich mit Backpapier. Und wenn dann der Backofen vorgeheizt ist, dann wandert das Ganze für ca. 40 bis 45 Minuten in den Backofen. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, weil ich ja die Form benutzt habe. Also ich habe ihn 50 Minuten drin gelassen. Das war idealerweise, aber wenn man so eine normale Kuchenform benutzt, dann reichen nur 40 bis 45 Minuten. So, wenn der Kuchen im Backofen ist, wird dann eine Ganache vorbereitet. Dafür benötigst du Sahne. Die wird kurz aufgekocht. Da auch wichtig, immer am Herd zu bleiben. Das geht nämlich ganz schnell. Sie muss wirklich nur kurz aufkochen. Dann brauchen wir Zartbitterschokolade, natürlich die Sahne und ein Stück Butter. Dann wird die heiße Sahne einfach über die Schokolade gekippt und das Ganze wird dann gut umgerührt. Das sieht jetzt noch sehr, sehr flüssig aus, aber dadurch, dass die Sahne noch heiß ist, entwickelt sich dann, gleich wird man das sehen, eine richtige cremige Creme. Um das Ganze noch cremiger zu machen, kommt noch dazu die Butter. Die wird dann nochmal gut mit reingerührt mit dem Schneebesen. Das ist einfacher. Und das Ganze kann dann abkühlen, bis der Kuchen dann aus dem Backofen entnommen wird. Das ist am besten so, dass man die Ganache vorbereitet, wenn man den Kuchen in den Backofen getan hat. So sieht der Kuchen übrigens aus, wenn er frisch aus dem Backofen kommt. Er ist noch sehr, sehr heiß. Er muss abkühlen. So sieht die Masse aus, die abgekühlt ist. Da könnt ihr optional noch eine Prise Zimt, also nicht Prise, ein Teelöffel Zimt mit hinzufügen. Und das Ganze wird dann nochmal gut umgerührt. Ihr seht, die Masse ist auch viel fester geworden als ganz am Anfang. Das liegt daran, dass sie schön abgekühlt ist. Und wenn dann der Kuchen auch abgekühlt ist, also nicht im heißen Zustand die Masse auf den Kuchen tun, sondern erst, wenn er mindestens eine Stunde abgekühlt ist. Oder auch 30 Minuten würden auch gehen. Dann kommt das Ganze auf den Kuchen.
und wird dann gut drauf verteilt. Ich habe in dem Rezept eher weniger Zucker benutzt. Falls du das ein bisschen süßer magst, kannst du natürlich ein bisschen mehr Zucker hinzufügen. Aber ich finde, durch die Bananen hat es eine doch, also für meine Verhältnisse, eine gute Süße. Aber du könntest natürlich mehr Zucker hinzufügen. So, wenn das Ganze dann auf den Kuchen drauf ist, also die Masse, diese Schokoladenganache, habe ich das so gemacht, dass ich den Kuchen nochmal für circa 15 bis 20 Minuten im Kühlschrank gelassen habe, weil ich den Kuchen so um die 30 Minuten nur abkühlen gelassen habe. Und er war noch ein wenig warm und die Ganache wäre halt geschmolzen. Daher ist der Kuchen bei mir ein bisschen zum Abkühlen in den Kühlschrank gekommen. Wenn das Ganze dann abgekühlt ist, schaut es dann so aus, wenn der Kuchen dann fertig ist. Dann wird vorsichtig das Backpapier entfernt. Und ihr seht, also es sieht schon jetzt unglaublich gut aus. Und duften tut's herrlich. Dann wird das Ganze auch schon angeschnitten. Und trotz, dass der Kuchen jetzt bei mir eine ganz kurze Zeit noch im Kühlschrank war, sieht man das jetzt auch von innen. Er ist immer noch unglaublich saftig. Also die Schokolade ist auch noch weich und es ist wirklich lohnenswert, ihn nachzumachen. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich liebe ihn. Und falls dir das Video gefallen hat, würde es mir unglaublich helfen, wenn du einen Daumen da lässt, natürlich nach oben. Und wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann gerne ein Abo, wenn dir die Rezepte gefallen haben. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.